Herzlich willkommen zu meinem neuen Video aus der Abteilung Notfallvorsorge, Selbstversorgung, Leben ohne Strom. Ich habe ja schon angedeutet, dass ich ja Dinge suche, wie sich jeder versorgen kann oder notfallmäßig versorgen kann, auch wenn er kein Haus mit Garten oder so hat. Und da habe ich mir jetzt mal umgeschaut und habe ein paar Gaskocher gefunden, die auch in Innenräumen verwendbar sind. Die würde ich euch jetzt gerne mal vorstellen und ich räume das mal her und so lang das Intro. Notfallvorsorge, auch für Menschen, die in einem Mehrfamilienhaus wohnen, die keinen Balkon, Garten, irgendwas zur Verfügung haben, die aber im Zweifel trotzdem warmes Essen haben möchten. Da bleibt eigentlich relativ nur Gas, wenn man es jetzt einmal realistisch sieht. Das gibt es ja wegen so mit alle möglichen Arten und Weisen, aber ich denke, ihr wollt euch jetzt da nicht auf irgendwelche Experimente einlassen, sondern ihr sollt schon irgendwo wegen Hand und Fuß haben. Ganz vorab zum Gas. Es ist mir sehr wichtig, das zu betonen. Kauft euch so einen CO-Melder. Also das hat jetzt mit einem Rauchmelder nichts zu tun. Der zeigt euch an, wenn zu wenig Sauerstoff in der Luft ist. Gas, offene Flamme, entzieht der Luft Sauerstoff, braucht es zum Verbrenner. Übrig bleibt Kohlenmonoxid. Ein völlig geruchloses, geschmackloses Gas. Also ihr merkt es nicht, wenn auf einmal kein Sauerstoff mehr in der Luft ist. Er merkt es und macht Rabatz. Ich habe jetzt da einen günstigen ausgesucht, ist wie immer unten verlinkt. Für den braucht er extra Batterien. Es gibt da Geräte, die ein wenig teurer sind, verlinke ich auch unten. Die haben dann eingebaute Batterien für 5 bzw. 10 Jahre. Aber ihr müsst euch keine Sorgen machen, wenn bei dem die Batterien leer werden, macht er auch Rabatz. Nehmt es nicht auf die leichte Schulter, das kann echt tödlich ausgehen und ihr merkt es nicht einmal. Das ist die absolute Grundlage dafür. Dann habe ich da zwei Varianten von Gaskocher, auch von Gaskartuschen. Fangen wir mal mit dem kleinen an, das ist schneller abgehandelt. Das sind jetzt die normalen. Früher hat es nur für Campinggas gegeben, jetzt gibt es mittlerweile verschiedene Anbieter. Was ich zu den Gaskartuschen, das gilt jetzt aber für beide, erwähnen möchte, die sind jetzt die relativ günstigen, sind aber nur Butangas. Sowohl die als auch die. Das Butangas brennt, wenn es warm ist, recht gut, hat aber ein Problem, wenn es kalt ist. Also sprich, wenn der Notfall oder die Benutzung im Winter stattfinden soll, dann sind die falschen. Dann müsst ihr Propan-Butan-Gas nehmen. Ich verlinke euch die einmal unten. Die Mischgasdosen sind ein wenig teurer. Aber was nutzt die günstige Dosen, wenn man es erst vorwärmen muss? Wenn ihr Wärmequelle habt, dann brauche ich die nicht. So viel zu dem, das nennt sich Stechgaskartusche. Das heißt, der Kocher sticht da oben ein Loch rein, Gas strömt aus, verbrennt. Ganz ein einfaches Ding. Ich zeige euch mal den Ofen dazu. Das ist dieses Gerät. Ist also ganz einfach. Ich habe auch den Versuch gemacht mit einem halben Liter Wasser, um das mal zu vergleichen. Das zeige ich euch jetzt einmal. Die Stoppuhr zeigt 4,45 und es sprudelt so langsam vor sich hin. Ich drehe jetzt mal aus. Also man kann es jetzt da ohne Probleme anfassen. Es ist nicht heiß. Natürlich aufpassen. Das Wasser, wie gesagt, 5 Minuten ungefähr. Und wenn man das anmacht, zeige ich euch ja. Es ist immer ein wenig mit Vorsicht zu genießen. Da müsst ihr mit einem Feuerzeug und so weiter. Ihr dreht es auf und dann brennt das Feuerzeug wieder nicht. Und schon brennt es. Die ganze Schau. Ich habe mal nur einen Topf, dass man da ein wenig eine Vorstellung hat. Das ist ein kleiner Topf.
Also haben wir zum Camping und so weiter. Ist aber immer mit Vorsicht zu genießen. Wie gesagt, das Ding ist relativ hoch. Ja, für die Dosen gibt es dann auch noch so Flammenwerfer und so weiter. Ich zeige euch da in anderen Videos noch irgendwas, wie man das auch weiter nutzen kann. Weil wer braucht schon so viel? Ihr habt es vorhin im Ausschnitt gesehen, wie das Wasser kocht. Kostet ungefähr 25 € mit, ich müsste liegen, 6 oder 8 solche Dosen. Bevorzugen, ganz ehrlich, würde ich diesen. Und das zeige ich jetzt auch warum. Weil der schon, ja, Stabilität und so, man stößt dagegen und es passiert, dann, wie gesagt, die Gaskartuschen bleibt drin, wenn ich es rausnehme, wird die leer. Dann haben wir den anderen. Die Gaskartuschen ist praktisch so Flaschen. Da gibt es auch noch vielerlei Zubehör dazu. Zeige ich euch in einem Video, Thema Unkraut. Das Feuerzeug braucht er da nicht. Er ist in einem Koffer verpackt. Zum Preisunterschied, das Ding da kostet derzeit bei Amazon ungefähr 36 €. Mit, ich glaube, 6 solche Kartuschen. Kartuscheninhalt ist, muss ich selber schauen, 227 Gramm zu 190 Gramm. Also da ist ja ein wenig mehr drin. Dann schaut das Gerät so aus. Also der ist ja, ich sage mal, man geht zum Grillen am See oder Camping, Ausflug oder was auch immer. Man hat einen Koffer dabei. Das Ding ist relativ stabil. Wird so rum geliefert. Das muss man umdrehen, kann man aber nicht vergessen, weil man bringt die Gasflaschen da nicht rein, solange das nicht richtig rum drauf ist. Also drehen wir das Stück, das Licht ist da drin, dann klappt man da den Seitendeckel auf. Die Gaskartuschen hat da so Einkerbung, ich hoffe man sieht es, da oben. Die Einkerbung, Moment, ich fahre euch einmal ein wenig her. Da ist da oben so ein Klappen, Einkerbung nach oben, das Gerät da reinlegen, mit dem Pin da zuklappen lassen, dann zudrücken, also es schiebt sich die Flaschen da hinten hin und dann ist da innen drin nur so ein roter Punkt, den muss man mal drücken. Das war es dann schon soweit. Vom Anzünden her ist es relativ einfach. Drehe das auf, dann hört ihr schon das Gas strömen und brennt. Kurz halten, dass der Sicherungsding da sich erwärmt und das war's. Ich habe auch mit dem Wasser, mal wieder mich ein wenig her, ich habe auch mit dem Wasser einen halben Liter erwärmt. Waren wir bei 4 Minuten in dem Topf. Also er ist ein ganz bisschen schneller. Kann ich wieder ausmachen, sonst wird es mir da zu warm. War jetzt bei dem, warum das mein Favorit ist dieses Teil. Und zwar ist das eine Grillplatte. Die wird da drauf gesetzt. Dann kommt da in eine halbe Tassen Wasser ungefähr rein.
So ein Spritzschutz. Deckel drauf. Da ist aber auch so ein Deckelheber dabei. Ganz praktisch auch mit Flaschenöffner. Also die haben sogar ein bisschen mitdenkt. Und somit kann man das als Grill auch nutzen. Das heißt, wenn ihr jetzt dann, wie gesagt, ihr fahrt am See, dann braucht ihr nicht die ekelhaften Einweggrills da oder so, sondern ihr habt eure Kochplatten dabei. Ich habe jetzt gesehen, da gibt es auch noch Aufsätze mit Wärme. Also das ist dann so ein kleiner Aufsatz. Verlinke ich euch unten. Macht 2 Kilowattstunden. Er heizt jetzt einen Raum damit nicht auf, nicht massiv. Aber wenn es richtig kalt ist, besser. Ich habe plus 10 Grad wie minus 4. Ne? Beziehungsweise sollte man sich ja im Notfall, wenn die Heizung ausfällt, sowieso dann in kleinere Räume zurückziehen und dann reicht es in der Regel. Aber ganz wichtig, ne? Extrem wichtig. Ja, wie gesagt, das Gerät liegt bei 35 €, inklusive 6 Flaschen, glaube ich. Das Ding kostet nun mal, weiß ich nicht, ihr werdet sehen, wenn er auf den Link geht, 10, 12 €. Es gehen da 18 cm Pfannen drauf oder Töpfe. Also man kann mit dem problemlos kochen. Es steht schön stabil, was mir auch wichtig ist. Und gerade jetzt beim Grillen, darum habe ich das Ding auch gekauft. Also das ist keine Werbung, ich habe das nicht gesponsert gekriegt. Ich habe die beiden gekauft. Wenn wir grillen, sind wir meistens, meine Frau und ich, zu zweit. Das reicht, bis man dann einen Holzkohlegrill anschürt oder einen Gasgrill haben wir einen großen A, aber was will ich alles drauf da? Ich verheize einen Haufen Gas für nichts. Und so legt man seine 2, 3 Bratwürste da drauf und es ist passiert mit wenig Aufstand. Diese Flaschen haben jetzt dann auch den Vorteil, man kann das wieder rausnehmen und die sind verschlossen. Also das Gas entweicht nicht. Ich würde es jetzt nicht auf Dauer drauf ankommen lassen. Ich mache die Schutzkappe wieder drauf, weil man weiß nicht, wie dicht ist der Verschluss. Also wenn man das jetzt für Notfall einlagert, würde ich schon ab und zu mal kontrollieren, ist noch was drin. Staubkorn irgendwie drin, es geht langsam raus. Es wird da zwar sicher nichts passieren, wobei man sowas grundsätzlich ja nur in belüftete Räume lagern sollte. Ne? Und wenn es geht, nicht im Keller, weil da unten habt ihr dann die Chance, dass ihr irgendwann das Licht ein, wenn da jetzt da so 20 so Dosen zufällig auslaufen und ihr schaltet das Licht ein, dann steht das Haus unter einer anderen Adresse. Ne? Also Gas und so weiter hat im Keller nichts verloren. Wie gesagt, ganz, ganz wichtig dieses. Die haben halt den Vorteil, sie sind absolut verschlossen. Darf eigentlich nichts passieren. Und dann, wie gesagt, im Sommer zum Grillen, zum Camping, Badeausflug, was auch immer. Einfach das günstige Butangas. Im Winter sollte man dann Propan, Butan nehmen. Sonst funktioniert es im Winter nicht. Das vergast unter 5 Grad nicht. Ja, das war soweit. Ich hoffe, ich habe euch ein wenig weiterhelfen können. Ich hoffe, ich habe euch eine kleine Hilfestellung geben können, wie ihr für einen Notfall vorsorgen könnt, aber da nicht nur Notfallvorsorge betreibt, sondern das auch irgendwo parallel dazu noch nutzen könnt. Da geht es mir jetzt darum, weil ich finde es irgendwo ein Blödsinn, jetzt da ein Notfall-Equipment aufzubauen und man hat dann, wenn es soweit ist, ein ganzes Zimmer voll mit irgendeinem Zeug, das man hoffentlich nie braucht. Sondern
sowas, wo man sagt, okay, wir gehen campen, grillen, was auch immer, nehmen wir mit. Brauchen keinen extra Grill kaufen. Oder auch in der Stadt, ihr habt einen kleinen Balkon, wo ihr grillen wollt drauf. Mit unter 50 € habt ihr einen Herd und einen Grill und habt was Vernünftiges. Wie gesagt, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Wenn es euch gefallen und weitergeholfen hat, würde ich mich über Abo sehr freuen. Gefällt mir. Habt ihr Ideen, Vorschläge, Ratschläge, Fragen? Gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Video.